Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tutorials. Mein Name ist Christopher und in diesem Tutorial schauen wir uns an, wie man dynamisch Kameraparameter, zum Beispiel die Helligkeit, setzen kann, damit man in Außenbereichen und in Innenbereichen immer eine perfekte Helligkeit für die Kamera einstellen kann. In diesem Teil geht es darum, konkret die Implementierung zu zeigen und wie ihr das mit dem Skript umsetzen könnt. Dann schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier ein Skript vorbereitet, das jetzt quasi die Steuerung übernimmt und checkt, ob unsere Kamera in einem von diesen Volumes drin ist. Und wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch und dann wird auch die Funktionalität klar, wie das Ganze funktioniert. Wir starten wieder mit VR AI Base, von dem wir Erben und eine Klasse erstellen. Das Ganze habe ich Camera Volume Controller genannt. Dann in unseren Konstruktor übergeben wir hier einmal die Kamera, das ist die Perspective Camera, und eine Liste von Camera Volumes, das wir checken wollen. Und die Parameter, die speichern wir hier einfach mal als Klassenvariablen, zusammen mit ein paar anderen Sachen. Zum Beispiel speichern wir uns hier auch die Originalhelligkeit von der Kamera, damit wir immer wieder zurückgehen können auf die Originaleinstellungen. Und hier mit AddLoop und SetActive aktivieren wir das Ganze. Der Hauptbestandteil ist hier in dieser Loop-Funktion, die wir nur ausführen, wenn die Klasse auch aktiv geschaltet ist. Schauen wir uns gleich an. Und hier habe ich noch ein paar Hilfsfunktionen, die vom Namen her eigentlich auch selbsterklärend sind. Wir haben hier eine Methode, die heißt isCameraInsideBoundingBox. Die checkt, ob die Kamera innerhalb von einer Boundingbox sich befindet. Wir haben hier eine Methode readCameraVolumeExposure, von der wir den Helligkeitswert auslesen können, den wir für die Kameraeinstellung verwenden wollen. Den setzen wir bei dem entsprechenden Camera Volume. Und was die Methode macht, ist, dass sie aus dem Namen von dem Camera Volume die Exposure ausliest. Das ist ein einfacher Weg, um hier Parameter mit an die Klasse zu übergeben. Und das Ganze funktioniert so, dass wir hier zum Beispiel einfach Exposure Doppelpunkt 5.0 schreiben für einen Helligkeitswert von 5 und hier entsprechend einen Wert von 10. Und dieser Wert wird jetzt hier aus dem Namen herausgefischt und dann als Helligkeitswert verwendet. Dann haben wir hier noch zwei Funktionen. Hier SetCameraExposure, mit der wir den Helligkeitswert der Kamera setzen können, indem wir hier einfach einen Wert übergeben. Das Ganze passiert über den Field Access. Und wir haben hier auch noch eine Funktion readDefaultExposureSettings. Und das ist dann quasi der umgekehrte Weg, also wir lesen eine Helligkeit aus den Kameraeinstellungen aus. Ich werde jetzt gar nicht zu tief in diese ganze Thematik eingehen. Autodesk hat da ziemlich gute Python-Tutorials, die ihr auch anschauen könnt, in dem zum Beispiel auch dieser Field Access erklärt wird. Und ihr könnt immer in die API reinschauen. Gleichzeitig werden wir auch hier diese Codebeispiele veröffentlichen, sodass ihr das als Basis verwenden könnt und dann eure Bedürfnisse auch anpassen könnt. Dann hier unten im Skript, das ist die Initialisierung von der Klasse, somit starten wir das Ganze. Und was wir hier machen ist, wir suchen uns eine Referenz für die Kamera raus mit der FindNode-Methode, suchen wir die Perspective Camera. Hier suchen wir uns zwei Referenzen für jeweils diese Camera Volumes und hier verwenden wir den Parameter regex ist gleich true von der FindNode-Methode und das ermöglicht uns, dass wir hier nur einen Teil von dem Namen angeben. Andernfalls müssten wir hier den kompletten Namen hier mit Exposure Doppelpunkt 5.0 angeben, was einfach super unpraktisch ist, wenn wir hier den Namen später verändern wollen. Den müssten wir nämlich auch parallel im Skript immer anpassen. Und so erlaubt es uns das hier, dass wir einfach nach dem ersten Namensbestandteil suchen und dann trotzdem die richtigen Nodes hier bekommen fürs Skript. Genau, und das Ganze starten wir dann hier, indem wir den Camera Volume Controller aus der Klasse ein Objekt erstellen mit den entsprechenden Parametern. So, schauen wir uns die Loop-Funktion an. Und das Ganze ist auch relativ simpel. Im ersten Schritt in dieser Schleife hier prüfen wir für jedes Camera Volume,
ob die Kamera sich innerhalb von einer Bounding Box befindet. Und wir nutzen hier die Bounding Box, die dieses Camera Volume eben besitzt. Und dann können wir mit der Funktion isCameraInsideBoundingBox einfach abfragen, ob die Kamera in einer Bounding Box drin ist oder ob sie außerhalb davon ist. Wenn das der Fall ist, wenn die Kamera innerhalb der Bounding Box ist, dann setzen wir hier als Parameter ein Active Camera Volume. Das heißt für das Skript, dieses Camera Volume ist gerade aktiv und die Kamera befindet sich darin. Benutze bitte die Helligkeit, die dieses Camera Volume definiert. Im zweiten Schritt, wenn wir herausgefunden haben, wo sich die Kamera befindet, können wir dann hier zunächst einmal prüfen, ob sich im Vergleich zum letzten Frame dieses Active Camera Volume verändert hat. Wir möchten das dann natürlich nicht in jedem Frame berechnen, sondern nur in den Frames, wo eine Veränderung stattgefunden hat. Wenn das der Fall ist, können wir abhängig davon, ob eine Active Camera Volume vorhanden ist oder nicht, können wir dann entweder die Originalhelligkeit von der Kamera verwenden, falls wir außerhalb von einem Volume sind, oder wir lesen hier mit dieser Funktion Read Camera Volume Exposure, lesen wir aus dem Dateinamen die entsprechende Helligkeit aus und verwenden dann die Methode setCameraExposure, um die Helligkeit auf der Kamera zu setzen. Wenn wir das Ganze jetzt mit Run starten und unsere Kamera dann in so ein Volume reinbewegen, dann sehen wir, dass jetzt hier die Kamerahelligkeit genau auf diesen Wert von 10 hier zum Beispiel eingestellt wurde. Und wenn wir uns ins Fahrzeuginnere bewegen, dann wird der andere Helligkeitswert ausgewählt. Wichtig auch, wenn wir aus dem Volume wieder rauskommen, dann wird der Originalwert auch wieder verwendet. Und das ist super praktisch, um verschiedene Lichtsituationen innerhalb einer Szene perfekt umzusetzen. Und zum Beispiel im VR die Möglichkeit zu schaffen, sage ich auch im Fahrzeuginnenraum eine gute Beleuchtung über die Kamera hinzubringen, genauso wie für den Außenbereich. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was lernen und genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!